Zum Jahresende hier nochmal ein kleines Spaßvideo und damit möchte ich euch allen einen guten Rutsch wünschen in ein hoffentlich besseres neues Jahr als die letzten 2 chaotischen Jahre, die wir hier hatten. Ich bin hingegangen und habe meine Schwerlastwagen von Märklin hier auf die Schienen gestellt und habe sie mal kreuz und quer fahren lassen durch Umschalten der Weichen zum richtigen Zeitpunkt. Ich weiß, in der Realität ist das so nie vorgekommen, zumindest nicht mit Absicht. Aber dafür habe ich die Modelleisenbahn ja so mal richtig zum Spaß haben und entspannen. Auf die Idee habt ihr mich gebracht mit euren Kommentaren, denn der eine oder andere hat mir erzählt, dass er in seiner Kindheit wohl die Weichen der Eisenbahn so geschaltet hat, dass die 24 cm Personenwagen oder die längeren Güterwagen mit dem vorderen und hinteren Drehgestell auf 2 unterschiedlichen Gleisen gefahren sind. Ich selbst muss sagen, bin auf die Idee nicht gekommen. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass ich in meiner Kindheit einen Fertigtunnel hatte, was auf der Anlage aufgesetzt war und der äußere Kreis nach oben führt und der untere im Tunnel verschwunden ist, sodass das bei mir in der Praxis damals nicht geklappt hat. Jetzt mit meinen beiden Parallelgleisen wollte ich aber einfach mal wissen, ob das wirklich funktioniert. Hab die Wagen aufgesetzt und das Ganze in relativ mäßiger Geschwindigkeit, denn ihr kennt das, wenn der Zug entgleist, dann garantiert im hinteren Teil, wo man extrem schlecht drankommt. Genauso wie auch die Weichenlaternen dann nur in dem hinteren Bereich ausfallen, was ihr nachher sehen könnt, wenn ich euch zeige, wie wir den Zug wieder zusammenführen. Denn im hinteren Bereich hat sich natürlich auch die Glühbirne verabschiedet, was im vorderen Bereich natürlich nie passiert. Und hier dann volle Konzentration beim Schalten der Weichen, dass wir nicht schon hier das Ganze zum Unfall bringen. Aber es funktioniert und wir splitten sozusagen die Wagen auf die beiden Parallelgleise. Das Ganze funktioniert völlig problemlos, wenn man langsam fährt. Hier vielleicht auch ausschlaggebend die schweren Drehgestelle der Wagen, die ja noch aus Vollmetall sind. Und so dreht der Zug sozusagen hier parallel seine Runden. Und möglich wird das Ganze, weil ich auf meiner kleinen Anlage nur die kleinen Weichenlaternen verbaut habe. Das könnt ihr hier sehen. Die größeren Weichenlaternen von den älteren Weichen hätten das Ganze hier natürlich zum Scheitern gebracht, weil die Wagen einfach an den höheren Weichenlaternen hängen geblieben wären. Und hier im hinteren Bereich wird das Ganze dann wieder zusammengeführt. Ihr könnt sehen auf der linken Seite die ausgefallene Weichenleuchte. Der Zug fährt hier weiterhin mit gemäßigter Geschwindigkeit und wird sozusagen wieder zu einer Einheit auf einem Gleis gemacht. Ich weiß, das Ganze war jetzt völlig albern, aber hat genau deswegen so richtig Spaß gemacht. Ich denke, das werde ich öfters mal zwischendurch einstreuen bei mir, immer wenn das Ganze mir hier zu ernst geworden ist. Und damit wünsche ich euch und euren Familien einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Und natürlich, dass ihr mindestens genauso viel Spaß habt mit eurer Modelleisenbahn, wie ich hier mit meiner habe. Wir sehen uns in 2023 und bis gleich.